Nachdem wir im ersten Teil den hohen Norden des GR20 hinter uns gebracht hatten, ging es nun mit dem Süden weiter. Eigentlich hatten wir uns darauf eingestellt, dass der Süden gemütlicher sein wird. Da wir aber jeweils mindestens 2 Abschnitte an einem Tag gemacht hatten und einmal dann doch ordentlich falsch liefen und zu guter Letzt in ein sehr starkes und langanhaltendes Gewitter gerieten, wurde der Süden dann doch abenteuerlicher als uns lieb war. Aber seht selber, bewertet den Film mit einem Daumen eurer Wahl und aktiviert unbedingt die Glocke, um keine weiteren Filme zu verpassen. Ich bin Schweizer und was du hier hörst, ist kein Schweizer Dialekt, sondern mein allerbestes Hochdeutsch. Vor der Kamera spreche ich immer in Dialekt, damit ich authentisch bleiben darf. Und damit du alles verstehst, kannst du gerne die Untertitel aktivieren. So, ich habe jetzt hier übernachtet in der Auberge. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall 20 € gezahlt für ein Zimmer mit 5 anderen Leuten geteilt. Sehr angenehme Leute. Eine Dusche gehabt, ein WC im Zimmer. Jetzt haben wir da gerade vorher noch im Hotel ein Zmorgen gegessen. Der Kollege ist jetzt da noch etwas am Posten. Und dann gehen wir da über die Abkürzung wieder zum GR20 oder 20. Ich bin gespannt, wie es rauskommt heute, weil er hat schon wieder Schiff angesagt für den Nachmittag. Ich glaube, es ist jetzt einfach wirklich an jedem Tag so, dass es seicht. Da kommen wir jetzt, glaube ich, irgendwie einfach nicht drum herum, leider. Ja, da werden wir wirklich nichts drumherum kommen. Und wenn ich gewusst hätte, was auf der letzten Etappe noch für ein Gewitter auf uns zukommt, wäre ich wohl nicht so entspannt gewesen. An diesem Tag gab es dann gleich 3 Etappen auf einen Schlag, denn ich wollte die Nacht bei einer sehr schön gelegenen Hütte verbringen. Die GPS-Aufzeichnungen rechts habe ich nach Etappen und nicht nach Tagen aufgeteilt. Und wenn du dich fragst, ob die Firma Relife mein Sponsor ist, ist dem nicht so. Das Firmenlogo muss ich aus rechtlichen Gründen einblenden, damit ich die Aufzeichnungen so zeigen kann. Du darfst aber gerne Kanalmitglied werden oder etwas spenden, um meine marode YouTube-Kasse etwas aufzubessern und die 3 Tage Arbeit zu unterstützen, welche ich für die Filmproduktion benötigt habe. Vielen Dank. Wunderschön. Hoi. Hoi du. Hä? Jetzt bin ich an der letzten Hütte vorbei. Ich mache nämlich heute noch eine Etappe. Eine hübsche Französin hat mir erzählt, dort oben hat es einen wunderbaren Sonnenaufgang. Das will sie machen. Und wenn mir eine hübsche Französin etwas sagt, dann mache ich das. Meine Fresse. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen auf der Wecke. Jetzt geht es etwa noch 1 Stunde, 1,5, bis ich dort oben bin. Jetzt bin ich auf dem Buckel oben angekommen. Und was sehe ich als erstes? So ein richtig kapitaler Stier bei 2 Kälbern. Schau mal das Panorama da. Das ist man sich als Schweizer einfach schon nicht gewöhnt. Dass man so einen hohen Berg einfach mal ins Meer runter sieht. Sorry, für die meisten von euch ist das vielleicht völlig normal, aber ich gehe eigentlich relativ selten zu den Alpen aus. Und das hat seine Gründe, ich fühle mich dort wohl. Ich weiss nicht, warum ich weit muss reisen muss, wenn ich die Schönheit vor der Haustür habe. Aber wenn ich es dann gleich mal mache, bin ich dann eben schon sehr begeistert. Und das hier ist einfach wirklich eine sehr schöne Insel. Die macht etwas mit dir.
genoss nun hier den unglaublich schönen Sonnenaufgang, meditierte ein wenig und wartete auf meinen Freund Max, welcher bei der letzten Hütte übernachtet hatte. Es ging dann weiter über einen Bergrücken mit schönster Aussicht und wunderschönen, vom Wetter geschliffenen Felsformationen, welche je weiter man in den Süden kommt, immer markanter wurden. So, darum habe ich das Zelt gestellt jetzt hier bei der Hütte. Ich weiss nicht, wie sie heisst. Ich weiss eigentlich nie, wie die Hütte heisst. Ich merke mir das nicht. Ich tue es hier oben einblenden. Fährt es natürlich wieder auf Schiffen und in Strömen das mal wieder. Im Gegensatz zu gestern. Gestern hat es mal einfach nur ein bisschen geregelt. Ausnahmsweise. Aber heute gibt es wieder Vollgas. Aber ich habe mich vorbereitet. Ich habe Goldfolie oben drauf gelegt aufs sehr undichte Zelt. Ja, und hier kamen nun endlich meine Barfußschuhe zum Einsatz. Die sehen so richtig gewöhnungsbedürftig aus, aber fühlen sich echt gut an. Meine Beine sind abends viel entspannter, wenn ich mit solchen Schuhen oder gleich ganz barfuß unterwegs bin. Ich werde da mal ein ausführliches Video drüber machen, denn es gibt noch einige weitere sehr wesentliche Vorteile des Barfußgehens. Diese Kollegen hier sind auch barfuß unterwegs und die nächste Protagonistin in diesem Filmchen braucht übrigens auch keine Schuhe, da sie gar keine Füße hat. Leider werden Schlangen oft mit Missgunst betrachtet, was ich sehr schade finde, denn sie sind selten geworden und dort, wo es noch welche hat, zeigen sie an, dass die Natur noch halbwegs intakt ist. Und hier war er nun also, der ominöse letzte Tag. Wir hatten vor, hier nochmals 2 Etappen zu überspringen. Was wir aber nicht wussten ist, dass wir zu blöd waren, den richtigen Weg zu nehmen und so noch eine Zusatzschlaufe von insgesamt 2 Stunden gemacht hatten, was dann gegen Schluss einfach zu viel war. Deshalb kamen wir dann an einer wahrlich ungünstigen Stelle in ein extrem heftiges und lang anhaltendes Gewitter, aber mehr dazu später. Ich muss sagen, landschaftlich gesehen der schönste Teil der ganzen Tour. Also definitiv hat es sich gelohnt, dass ich jetzt noch ganz im Süden runter bin. Der Max ist jetzt dort unten. Das scheint eine sehr coole Stelle zu sein. Nehmen wir an, es hat eine Kette drin. Von weitem hat es eigentlich noch recht krass ausgesehen, aber von näherem sehen wir, dass das eigentlich gar nicht so steil ist und kein Problem sein sollte. Kein Problem ist immer Ansichtssache. Für Ungeübte kann eine solche Stelle schnell zum Problem werden. Es ist allgemein eine sehr schlechte Idee, den GR20 zu machen, wenn du so gar keine Erfahrung hast. Und hier machten wir nun den Fehler, der uns 2 Stunden gekostet hat. Wir liefen den Menschenmassen nach und bemerkten nicht, dass hier nicht nur der GR20 die Leute anzieht, sondern ein anderer rot markierter Weg viele Touristen anlockt. Und das eigentlich nur wegen einem Loch in einer Felswand. Solche Touristen-Hotspots interessieren mich eigentlich nicht, aber nun kamen wir also auch noch zu einem Instagram-tauglichen Foto.
Nachdem wir den Fehler bemerkt hatten, wurde es dann sehr anstrengend, denn 2 Stunden mehr auf 2 sonst schon langen Etappen an einem Tag war dann auch für uns etwas zu viel. So, jetzt sind wir da versehentlich an den Touristenströmen nachgelaufen und haben dafür aber so ein Scheissloch gesehen. Der feuchte Traum von jedem Influencer. Der hat jetzt einfach 2 Stunden verloren, aber egal. Jetzt geht es da unten weiter. Holy. Jetzt bin ich fertig. Die nächste Hütte war irgendwie speziell und sah ähnlich aus wie ein kleines Guerillanest irgendwo im südamerikanischen Urwald. Hier hätten wir eigentlich nochmals übernachten sollen, denn nun begann es, das Riesengewitter, welches selbst ich dann nicht mehr lustig fand. So, jetzt sind wir da in der letzten Hütte vorbei. Jetzt geht es Richtung Dorf. Und jetzt kommt es natürlich wieder voll Seichen da. Vollgas. Yes! Eigentlich finde ich Gewitter unglaublich schön, aber man beachte hier meinen Gesichtsausdruck. Dieser wurde je länger und heftiger, das Gewitter wurde immer düsterer. Ja, man sieht jetzt ein bisschen weiter und sieht auch, dass man schon noch in den Bergen drin ist. Es ist noch nicht gerade flach. Also jetzt ist schon gerade ein bisschen krass, weil da oben blitzt es gerade sehr nahe. Da unten. Das zeigt jetzt etwa schon eine halbe Stunde gerade ab. So, jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es mitten im Gewitter. Blitzt sehr nahe. Schon lange kein Zeichen mehr gesehen. Ja, dort oben ist er. Fuck, hey. Das hier ist kein Bach, sondern der sonst trockene Wanderweg und zeigt eindrücklich, wie extrem stark es geregnet hat. Ja, normal. Strömenden Regen. Das ist nicht mehr so lustig, ehrlich gesagt. Aber ja. Man muss zwar schon richtig Pech haben, vom Blitz getroffen zu werden, aber auf so einem Bergrücken kann das halt schon passieren. Zudem ist bei anhaltend starkem Regen die Gefahr von Erdrutschen nicht unerheblich. Deshalb mussten wir hier vorwärts machen und möglichst schnell von dieser Erhebung runterkommen. Irgendwann ließ dann der Regen doch nach und wir konnten uns langsam auf das Ende dieser Reise freuen. Der letzte Pass und dann war es soweit. Nach einem kurzen Abstieg fanden wir uns in Conca wieder, dem Ziel des GR20. Wir blickten zurück auf eine Reise, bei welcher wir nicht nur unglaublich schöne Berge und Natur zu sehen bekamen, sondern auch viele nette Menschen trafen. Insbesondere für mich war es auch ein Weg, der mich zurück zu mir selbst gebracht hatte und nach einer etwas schwierigen Zeit mir wieder pure Lebensfreude eingehaucht hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn dir der Film gefallen hat, sind solch kleine Kanäle wie der Alpin-Kanal einer ist auf jedes Like und jeden netten Kommentar angewiesen, um im riesengroßen YouTube-Dschungel seinen Platz zu finden.
Besten Dank und tschüss zusammen.